Das ist Teil 6 vom Drohnenzusammenbau. Der Till hat schon angefangen, das Ding auseinanderzunehmen, weil er kommt jetzt einen frischen ESC und FC spendiert über. Wie häufig machst du jetzt das zusammenbauen? Ja, reparieren machst du sicher täglich. Ich nehme öfters alte Kopter, die ich habe, auseinander und die schlechten Sachen bessere ersetzen. Was kostet dich das Hobby im Monat? Ja, wenn du es wirklich ganz aktiv machst und jeden Tag gehst racen und das Zeug flickst und ja, dann kannst du schon 500 Stutz im Monat durchlassen. Wirklich? Ja, locker. Wenn man einen Akku jetzt einsteckt, dann fangen alle LEDs an leuchten. Und es ist recht hell, das blendet einen gerade extrem. Ja, jetzt programmieren und dann hoffentlich, nein nicht hoffentlich, dann gehen wir fliegen. Der reagiert so, wie er sollte. Das ist gut. Und jetzt Safe drückst. Oh, okay. So schön Farbe. Blau. Hallo Mike. Du bist ja DJI-Unit-Profi. Ja. Also ich sitze da beim Digitech mit seinem Köpterli und folgendermaßen: die DJI Air Unit ist auf dem RX und TX3 angelötet. Aber sie funktioniert auf dem TX und RX1, auf dem 3 aber nicht. Wieso das? Das ist für einen FC und ist vielleicht ein TX RX3 mit einem Inverter und S-Bus zum Beispiel. FC und ESC ist ein Hobby-Wings-Stack. Du willst in dem Fall, dass ja. Das, was jetzt auf dem 3 ist, sollen wir einfach auf 6 löten. Oder aufs 1. Genau. Ja, also gut. Auf dem 3 hast du den S-Bus, den du brauchst für das DJI, für die Steuerung. Ja. Und dann brauchst du noch die MPS-Verbindung, also die serielle Verbindung wie der USB, oder? Ja. Damit du die USB-Daten kannst übertragen. Genau, ja. Ja, in dem Fall machen wir das. Dann klappt das einfach. Dann löten wir das um. Danke vielmals. Bitte schön. Danke vielmals. Air Unit schicken als Dankeschön. Die Drohne ist ready, wir gehen raus. Der Till hat jetzt aber noch schnell einen Flug machen da innen. Zum Ausprobieren, weil das stabil ist. Ich traue dieser Sache zwar nicht, aber der Till glaubt schon. Wir sind hier jetzt irgendwo auf einem Feld, haben ein paar Gates aufgestellt hier aussen. Das Ziel ist es, nachher durch die Gates durchzufliegen. Ich starte meine Drohne jetzt gerade zum ersten Mal und ja, ist irgendetwas, was ich muss beachten oder so. Ja, prinzipiell, wenn was passiert, einfach disarmen. Aber sonst. Arme, da oben mein Kopter. Disarm. Nicht so steil führen. Shit. Nicht so steil führen, langsam. Also, Du willst zuerst eine Höhe, bevor du führen gehst. das wahrscheinlich keine Sekunde lang ist der Flug gegangen. Ah, und du hast schon Propeller vermeidet. Und ich habe schon einen Propeller geschlissen. Scheiße, wirklich. Ja, aber nur einen. Also, Versuch Nummer 2. Ich arme den Kopter und Start. Weiter rauf, rauf, rauf. Yes. Jetzt bin ich schon mega weit weg. Ja. Geht. Einmal da durch. Ja, naja. Ich bin noch nicht abgestürzt. Aber Fliegst du jetzt im Makromodus? ja, ich glaube schon. Ui, Aber was ist los? warte. Oh ja, du fliegst im Makro, Entschuldigung. Ich habe nicht gemeint beide. Was hätte ich dir vielleicht sagen sollen? Also die Props sind wirklich ein hoher Scheissdreck. Schon wieder kaputt? Jetzt sogar 2. Was? Oh nein! Was Scheiße! noch? Was haben wir Weißt du, was der verloren? rausgehauen hat? Was? Eine Antenne von der Air Unit. Hat es rausgehauen? Ja. Als ob sie die raushaut. Ich habe die rausgehauen, sicher nicht. Keine Ahnung, ist weg.
Ja. Ah, ich habe sie. Hast du Air Unit? Oh mein Gott, hast du Glück, du Sack. Ich bin das Ding zum ersten Mal geflogen. Es war hure cool. Leider haben sich irgendwie 5 oder 10 bis 10 Propeller verabschiedet durch meine Crashes. Aber ich habe zum Glück noch ein paar. Und ja, erster Flip, erste Gates. Das ist mega cool, geiles Feeling. Ja. Ja, du eben, Übung macht den Meister. Ich meine, schon am Anfang fliegst du jetzt erstaunlich gut für die ersten paar Mal. Props würde ich andere kaufen, HQ-Props oder so, die gehen nicht so schnell kaputt. Ja, und dann kommt das sicher gut. Cool. Ja, dann fliegt der Till glaub, noch eine Runde und dann zeigen wir mal, was er noch so drauf hat.